Heute reden wir über die besten Achterbahnen 2025 und welche Bahn konnte am meisten überzeugen, entweder mit höher, schneller, weiter oder einem ziemlich genialen Konzept aus Gestaltung, Story und Achterbahnfahrt selbst. Mahlzeit, herzlich willkommen beim Video Magazin mit einem neuen Video meinerseits und den besten Achterbahnen 2025. Ich stelle euch heute in diesem Video die besten Achterbahnen des Jahres vor und das in einem kleinen Ranking von die nicht beste bis zur allerbesten ganz nach oben. Laut der Rollercoaster Database wurden für 2025 234 neue Achterbahnen eingetragen. Dazu muss man aber sagen, dass davon einige noch im Bau sind. Einige sind auch umgezogen und gab es schon, aber trotzdem gibt es 234 neue Einträge. Und keine Sorge, wir werden in diesem Video nur über 25 dieser neuen Achterbahnen für 2025 sprechen. Und als kleine Erklärung direkt vorneweg, es geht nur um Achterbahnen, die 2025 eröffnet haben und die ich persönlich selbst gefahren bin in diesem Jahr, die dieses Jahr eröffnet haben. Und das Ranking bezieht sich komplett auf meine Meinung, die sehr subjektiv sein kann. Letztes Jahr haben wir die Nation gespalten mit diesem Ranking, weil es ja natürlich komplett festgelegt ist, dass das dann die beste Bahn ist, nur weil ich das in meinem Video so sage. Also es ist natürlich auch so, sonst würde ich es ja nie sagen. Ja, und wie gesagt, von diesen 234 bei der Rollercoaster Database eingetragenen neuen Achterbahnen bin ich 25 Stück dieses Jahr gefahren. Insgesamt habe ich 237 neue Counts dieses Jahr gemacht und 21 davon waren halt diese neue Bahn. Ja, 21, denn wir haben dieses Jahr in dem Ranking-Video, das machen wir ja schon seit keine Ahnung wie vielen Jahren, eine Besonderheit und wir haben 4 Wildcard-Gewinner mit dabei, die eigentlich 2024 eröffnet haben, aber jetzt mit in diesem Best of 2025 sind. Und das hat auch einen bestimmten und besonderen Grund. Ihr habt es bestimmt gesehen, Australia Amusement Tour. Wir haben dieses Jahr ein eigenes Buch geschrieben, so sieht das Ganze aus und da geht es um unseren Australien-Roadtrip, den wir 2025 gemacht haben. Das ganze Buch ist auch nochmal im Buch als Hörbuch verfügbar. Gibt es einen QR-Code, den könnt ihr scannen, dann kriegt ihr das als MP3-Datei und könnt euch das Hörbuch dazu auch noch anhören, was Uschi selber komplett eingesprochen hat. War 3,5, knapp 4 Stunden geht das Ganze. So sieht der Spaß von innen aus unter anderem. Es gibt super viele Bilder, es gibt super viele Texte und es gibt auch so einen Vergleich zwischen der Warner Bros. World in Australien und dem Moviepark Germany, Vergleichsfotos nebeneinander und so weiter und so fort. Also ganz, ganz viel cooler Kram, der mit hier in diesem Buch drin ist. Und davon haben wir, glaube ich, noch so rund 20 Stück oder so bei ridereview-shop.de. Also wenn ihr noch eins haben wollt, müsst ihr auf jeden Fall jetzt schnell sein. Das nur einmal vorneweg. Und in dem Buch habt ihr gelernt, dass Australien auf der anderen Seite der Welt ist und dass wenn hier Winter ist, ist da Sommer. Das bedeutet, dass es ab und zu auch mal zu Eröffnungen von neuen Achterbahnen Ende Dezember kommt. Im Dezember, Mitte Dezember, neue Achterbahnen eröffnen, fände ich es irgendwie ein bisschen weird, wenn man die nicht mit in so ein Ranking reinnehmen kann, weil das ja auch immer Ende Dezember kommt und deswegen springt das dann nochmal so ein Jahr vor. Da sind aber auch 2 Counts in Australien rausgeflogen, die es nicht mit in dieses Video geschafft haben, die auch 2024 eröffnet haben. Es gab noch im Freddo Alpine Resort einen Alpine Coaster, der hat am 8. Juni eröffnet, dann ist da Winter. Und Flash Speed Force in der Warner Bros. Movie World am 13. Mai. Die beiden zum Beispiel habe ich nicht berücksichtigt für dieses Video. Und ganz ehrlich zum Beispiel, wenn jetzt in Saudi-Arabien Six Flags Qiddiya eröffnet, der Park eröffnet am 31. Dezember. Sollten wir da nächstes Jahr hinkommen, werden die Achterbahnen dort natürlich nächstes Jahr auch in dem Beste Achterbahn 2026 Video mit dabei, obwohl die dann offiziell in 2025 eröffnet haben. Das kurze Erklärung, warum 4 Achterbahnen aus 2024 mit bei den besten Achterbahnen 2025 dabei sind. Also einmal noch ganz allgemein, das ist mein persönliches, sehr subjektives Ranking mit Begründung, warum ich was wohin setze. Und ich sage mal so, die unteren Plätze sind alle ziemlich eindeutig. Dann in der Mitte wusste ich wirklich nicht, wo ich irgendwie was hinpacke. Und oben ist alles so nah wieder beieinander, wie auch letztes Jahr. Die Top 10 sind eigentlich alle auf einem und demselben Platz, müssen einfach nur wegen vielleicht irgendwelchen Feinheiten und Finessen einen Platz höher oder weiter nach unten, je nachdem. Aber das sehen wir jetzt gleich in diesem Video hier. Und damit jetzt auch genug Blabla und
Erklärung. Jetzt wollt ihr auch wissen, was hat denn wann, wie, wo irgendwas hinterlassen an Eindruck oder auch nicht. Ich habe mir diesmal so Zettelchen gemacht und da habe ich mir ein paar Bahnen aufgeschrieben und die habe ich mir schon in die richtige Reihenfolge gelegt. Und ja, Platz 25 bekommt für mich der Coaster, der auf der IAAPA Expo in Orlando stand. SBF Visa Compact Spinning Coaster. Steht quasi jedes Jahr dort eine Anlage am Messestand von SBF Visa und der Paul Banyans Log Hall war dieses Jahr zu Gast. Diese Achterbahn wird dann jetzt im Laufe der Saison eröffnen, irgendwo in den USA, und konnte da schon gefahren werden. Sind wir gefahren, ist ja jetzt nichts Besonderes. SBF Visa Compact Spinning Coaster kennt man ja auch, wenn es der re-engineerte ist, der ein bisschen weniger Stützen hat, weniger Schienen hat und ein bisschen schmaler und frischer aussieht. Und ja, aber es ist jetzt von der Fahrt jetzt keine Revolution, wenn man über die Räder immer drüber bammt und dann hast du ein bisschen Spinning Coaster und fährst da 30.000 Runden. Und das gleiche gilt übrigens für die Dino-Achterbahn im Freizeitpark Edelwies in Neukirchen in Bayern in Deutschland. Ebenfalls SBF Visa Compact Spinning Coaster, aber ganz nett angelegt und schön thematisiert drumherum. Und deswegen ein Platz darüber. Müssen wir nicht lange viel drüber reden. Spinning Coaster sind nicht so mein Ding offensichtlich, denn ich habe die Crazy Crab dann als nächstes. Wir waren auf dem Steel Pier in Atlantic City, New Jersey, USA. Und dann sind wir eine Drehmaus gefahren. Wilde Drehmaus kennt man ja eigentlich, 15 Meter hoch, 400 Meter lang, 60 km/h Spitzengeschwindigkeit. Mit der Besonderheit, dass diese Bahn von Premier Rides gebaut wurde. Und Premier Rides kennt ihr vielleicht von dem Skyrocket 2 Skyscream im Plopsaland in Deutschland. Und ja, die sind eher für so Achterbahn bekannt. Und das war, glaube ich, sogar die erste Drehmaus, die gebaut haben. Die Crazy Crab am Steel Pier. War jetzt nicht schnell und der Zug war jetzt auch, oder der Wagen war jetzt nicht so genial. Oder die Bügel sind Standard Premier Rides Bügel da drin. Also wie ihr sie aus Bandit kennt, weiß ich nicht. Was auch nicht so grandios ist, aber trotzdem mehr Spaß macht als die ersten 3 Bahnen zusammen, ist ein Wacky Worm. Und Pomme im Pokéland in Frankreich sind wir gefahren. Güven Amusement Rides Factory, Brocomela. Coole Bahn. Einfach, also die war da ein bisschen komisch, weil die, glaube ich, irgendwie von irgendjemandem von der Reise in diesen Park gekommen ist. Aber ein cooler, süßer Park, der dieses Jahr es bei uns irgendwie auf die Landkarte geschafft hat. Wenn ihr irgendwie die Parks, die wir besucht haben, auch besuchen wollt. Wir haben die Ride Review Maps Karte immer in der Videobeschreibung. Da seht ihr dann so Pinne, wo wir überall waren. Und da sind dann auch meist die Videos direkt mit verlinkt zu den Parks und unseren Besuchen dort. Und jetzt sind wir schon bei Australien, Flight of the Wicked Witch. Ist ein Vekoma Suspended Family Coaster. Es ist so grundsätzlich eine unfassbar coole Achterbahnart und kennt ihr als Prototypen quasi von Jimmy Neutron im Moviepark, und gibt es ja auch einige andere Anlagen. Und wir haben hier die Standardanlage, die 19 Meter hoch ist, 454 Meter lang und 67 km/h Spitzengeschwindigkeit erreicht. Und die Standardanlage bedeutet, dieses Layout wurde 14 Mal schon gebaut. Mit Orkanen im Verhub Sommerland in Dänemark hat das Ganze angefangen. Das war so der Startschuss für das neue Vekoma und diese ganz andere Art und Weise zu ingenieren und die Sachen zu bauen. Und seitdem bauen die halt einfach so die besten Achterbahnen überhaupt. Und das Layout gibt es halt grundsätzlich ursprünglich als Orkan im Verhub Sommerland, aber 14 Mal wurde die Bahn auch so gebaut, und Energylandia, Dollywood, Gumbaya World in Frankreich, überall gibt es diese Bahn. Und Gumbaya World ist nämlich so ein Stichwort, das ist nämlich ein weiterer Freizeitpark in Australien. Es gibt nicht viele Freizeitparks in Australien und auch nicht viele Achterbahnen, und es gibt zweimal die gleiche Bahn da, unter anderem mit Flight of the Wicked Witch. Thematisierung ist auch so, ist ein bisschen da, aber auch ein bisschen halbherzig. Ja, ist eine nette, also die Bahn ist an sich ist die cool und die gehört auch viel weiter eigentlich nach oben, aber in diesem Gesamtbild betrachtet, dass es dann in Australien nicht viele Bahnen gibt und dann baust du noch einen Klon jetzt dahin, und die Thematisierung habe ich mir viel mehr von versprochen, als ich damals die Artbooks gesehen habe. Deswegen ist die Bahn halt so weit unten gelandet. Man kann sich drüber streiten, aber ich habe auch Alpine Coaster mit hier im Video drin und der Silberberg Coaster, Silberbergbahn Bodenmais in Bayern in Deutschland hat es auf Platz 20 geschafft. Wiegand Alpine Coaster, 1300 Meter lang. Es geht 450 Meter hoch und 850 Meter runter. Warum ist die Bahn so weit hinten?
Als ich dann rausgesucht habe, welche Bahnen überhaupt in Frage kommen, war dann so beim Sortieren, wo packe ich welche hin, die Frage bei mir ganz schnell, boah, was war das nochmal? Wie war das nochmal? Wie sah es da aus? Ich hatte so gar keine Erinnerung mehr an die Bahn. Das ist dann schon mal ein schlechtes Zeichen. Hab mir dann nochmal das On-Ride angeguckt, was ja auch bei uns auf dem Kanal online ist. Und das Layout ist ziemlich nichtssagend. Ich habe aber danach der Fahrt im On-Ride hört man noch so, dass ich das ganz okay fand. Ich glaube, es fährt sich ganz okay und cool, aber sah nicht spannend aus. Und da ich mich jetzt nicht mehr so aktiv daran erinnert habe, habe ich die Bahn jetzt hier auf diesen Platz gesetzt. Und wir bleiben bei Alpine Coastern. Wisconsin Dells Mountain Coaster von Vigant Sports in Baraboo, Wisconsin. 1172,9 Meter lang und hier geht es nämlich 428,9 Meter hoch und 744 Meter wieder runter. Spannender Fakt ist, es ist ein Höhenunterschied von 47,5 Metern. Bedeutet, würde man einfach mal den ganzen Berg wegbuddeln, der unter so einem Alpine Coaster ist, wäre das eine 47,5 Meter hohe Achterbahn. Das wäre wirklich crazy. Ist es aber nicht, weil ein Berg drunter ist. Ja, auch cool, hat Spaß gemacht. Vor allem also die Experience, die wir vor Ort hatten, bei der ersten von 3 USA-Touren dieses Jahr, mega. Wir hatten echt eine richtig gute Zeit da. Das Ganze ist irgendwie so 3 Meter neben dem Parkplatz von Mount Olympus. Großen Freizeitpark mit vielen, fast nur Holzachterbahnen. Und ja, aber auch relativ entspannte Fahrt. Deswegen habe ich den Coaster jetzt hier hingepackt. Jetzt sind wir schon bei Universal Epic Universe, der Freizeitpark, der dieses Jahr neu aufgemacht hat und somit am meisten für Furore und Aufsehen gesorgt hat und wirklich groß, imposant ist, super beeindruckend, krass thematisiert, also wirklich, es geht fast nicht mehr und nichtsdestotrotz hat es eine Bahn auf Platz 18 nur geschafft und zwar Curse of the Werewolf und das ist von Mack Rides ein Spinning Coaster. Schon wieder, das Spinning Coaster haben es nicht leicht bei mir, glaube ich. Ein LSM-gelaunchter Spinning Coaster mit einem LSM-Launch und dann noch einem Pendel-Launch, also Multi-Launch Spinning Coaster. 59,5 km/h Spitzengeschwindigkeit, das ist so an Hard Facts alles, was aktuell irgendwie offiziell am Start ist. Super schade bei der Bahn ist, das ist jetzt nicht schade, aber man muss alles mitnehmen. Es gibt keine Gepäckfächer, es gibt keine Locker. Da das aber dann extrem gefährlich ist, teilweise stimmt das auch, ist die Bahn eingenetzt, weil man hat nicht einfach nur Netze über Wege gespannt, weil das Ding halt komplett irgendwie so durch diesen Bereich fährt, man beziehungsweise auch überall lang gehen kann, sondern ist dann so eingeschalt, der Coaster, in Netzen. Das sieht irgendwie cool aus und irgendwie auch wieder nicht. Also das ist irgendwie, weiß ich nicht. Die Bahn hat uns auf jeden Fall nicht abgeholt, nicht überzeugt. Ja, wir sind davor Monster Unchained gefahren, das haben wir uns nicht ausgesucht, dass wir das in dieser Reihenfolge machen. Aber Curse of the Werewolf in Epic Universe hat uns jetzt nicht abgeholt. Ja, dann kommen wir bei Platz 17 und Platz 16 quasi direkt zusammen, weil das auch 2 Bahnen sind, die sich duellieren und zusammen eröffnet wurden. Joi im Walibi Holland. Rocky Mountain Coasters haben den Raptor Track, ein Single Rail Coaster. Man sitzt quasi alleine auf einer sehr schmalen Schiene, das mit ein paar Leuten hintereinander. Und man hat im Walibi Holland dieses Jahr Joi eröffnet und das ist ein Dueling Coaster mit 2 Seiten. Und man startet gleichzeitig und dann fährt man ein Rennen, aber es ist kein Racing Coaster, sondern man fährt unterschiedliche Layouts und duelliert sich ab und zu. Es gibt die Thrill und die Chill Seite. Die Chill Seite ist bei mir auf Platz 17 gelandet und die Thrill-Seite auf Platz 16. Chill ist blau und Thrill ist grün. 29 Meter sind beide Bahnen hoch, 655 Meter lang, 82 km/h Spitzengeschwindigkeit werden erreicht. Bei Chill gibt es quasi nur das High-Five-Element als Element, es gibt keine Überkopf-Elemente. Dafür hat aber die Thrill-Seite direkt 6 Inversionen. Und das sind dann, neben 2 Corkscrews gibt es einen Barrel Roll Down Drop, einen Zero-G-Stall, Cutback und auch nochmal eine Barrel Roll.
coole Elemente und eine coole Idee, und diese Raptor-Track von RMC sind eigentlich auch unglaublich gut, aber Joy hat es einfach so gar nicht geschafft zu überzeugen oder gut zu sein oder gut zu fahren. Also die kleinen, kompakten RMC Raptor-Tracks sind geniale Achterbahnen. Die großen sind jetzt nicht so der Knaller. Wir sind jetzt nicht viele verschiedene, also ich bin mehr von den kleinen als von den großen gefahren, aber auch die anderen großen, die wir gefahren sind, waren jetzt nicht so überzeugend. Ansonsten gibt es zu fast allen Bahnen übrigens auch meine Einzelreviews. Ihr könnt sogar das Joy-Review quasi mit den Negativ-Highlights, die rausgepickt wurden, komplett nachlesen bei Loopings, weil da macht man einen ganzen Artikel zu und zieht das dann noch mehr ins Negative, um mich schlecht dastehen zu lassen, obwohl ich nichts dafür kann, dass die Bahn nicht so gut fährt. Und dass viele andere auch so sehen. Naja. Brush Creek Roller, das war auch crazy. Und zwar Brush Creek Falls Resort war das Ziel, was wir angesteuert haben in West Virginia in den USA. Oh, Alter, bitte voll stellen. Oh. Gigant Alpine Coaster, 1036 Meter lang, und das Besondere ist da gewesen, wir sind das Ding nachts gefahren. Wir hatten schon einen sehr langen Tag, hatten eine noch viel längere Fahrt und hatten dann Glück, dass wir kurz vor Schluss das Teil aber noch fahren konnten. Und dann fährst du erstmal ohne Licht in den dunklen Wald den Lift hoch. Das war schon eine crazy Experience. Du hast einfach nur darauf gewartet, dass sich gleich ein Bär wegschnappt, und dann war es das. Und dann geht oben das Licht vom Bob an und die Fahrt startet, und du hast dann voll die gruselige, crazy Fahrt im Dunkeln auf so einem Alpine Coaster. Das hat Spaß gemacht, der hat uns überzeugt, und deswegen ein verdienter Platz 15. Tja, wer hätte gedacht, dass die Bahn so weit oben landet? Rapterra habe ich jetzt als nächstes. Kings Dominion in Doswell, Virginia, USA. B&M gelaunchter Wing Coaster. 44,2 Meter hoch, 49,6 Meter lang und 104,6 km/h Spitzengeschwindigkeit, LSM Launch. Es gibt einen Dive-Flug, einen Corkscrew und einen Hardline Roll als Inversion. Das Ganze komplett neu, das ganze Areal neu, drumherum ein neuer Themenbereich, alle Attraktionen sind an diesen Themenbereich angepasst, und wir waren halt vor ein paar Jahren mal genau an der Stelle bei anderen Bahnen und so, das war schon crazy. Das Ding hoppelt wie ein Hase über die Strecke. Bei B&M ist es ja eh so, dass die großen, krassen Full-Coaster nicht unbedingt gut fahren, aber inzwischen ist es eine Glückssache, ob die Bahn überhaupt fahrbar ist. Ihr habt es ja letztes Jahr im Legoland Deutschland auch gesehen, und das, schade, aber das Ding hat echt sehr schlechte Fahreigenschaften. Nichtsdestotrotz ist es immer noch ein gelaunchter Wing Coaster, der trotz allem auch Spaß gemacht hat. Also der kann nicht weiter nach unten als zum Beispiel Joy. Ja, okay Bahn, also aber okay Bahn für das, was es wahrscheinlich gekostet hat, und das, was es ist und wie es aussieht, auch schwierig. Weiß ich nicht, ey. Ja, und jetzt haben wir nochmal eine Doppelplatzierung, und zwar den Kansas Twister. 2 Achterbahnen wieder zusammen, Platz 13 und 12. Und wir sind wieder in der Warner Bros. Movie World Gold Coast in Queensland, Australien. Im gleichen Bereich, der zu Wizarding World of Oz gehört, sowie Flight of the Wicked Witch, hat man noch 2 weitere Achterbahnen eröffnet. Und am 20.12.2024 erblickten auch Kansas Twister das Licht der Welt. Vekoma Family Boomerang. 22 Meter hoch beide, 225 Meter lang, 58 km/h Spitzengeschwindigkeit. Und hier haben wir auch wieder ein Dueling Coaster. Und auch hier, Station ist cool gemacht, also sogar besser als bei Flight of the Wicked Witch, und auch, dass man dann übers Feld fährt, weil man sitzt in so einem Traktor. Das ist auch ganz cool gemacht. Das ist im Gesamten wirklich echt schön geworden. Warteschlange ist auch ganz nett und interessant. Ja, aber auch hier, es fehlt so ein bisschen das Besondere. Nichtsdestotrotz fand ich aber Kansas Twister im Gesamten viel cooler als Flight of the Wicked Witch, und fährt sich halt auch cool, macht Spaß, und sehe ich halt auch gerade vor so einem gelaunchten B&M Wing Coaster, wegen dem Gesamtpaket irgendwie auch, und weil halt so ein Family Boomerang von Vekoma schon ganz cool ist. Witzigerweise, das hat man auch in den Kommentaren von euch, dass man geschrieben hat, endlich hat es mal jemand gemacht, dass man Family Boomerang
Boomerang miteinander duellieren lässt. Das ist ja genial. Warum ist denn da vorher keiner drauf gekommen? Man ist auf Kansas Twister quasi 2018 schon gekommen und hat nämlich exakt dieses Layout verbaut bei Trace Strait in Wildlands in den Niederlanden. Da gibt es das schon. Und das war die Vorlage für diese Bahn. Ja, das ist eine von diesen Sachen wieder, wo ich dachte, wo packst du die hin? Und das gleiche Gefühl hatte ich auch bei der nächsten Bahn, denn wir sind schon wieder bei Universal Epic Universe und bei Minecart Madness. Die haben Donkey Kong Themenbereich in der Super Nintendo World und dort gibt es natürlich eine Achterbahn. Was für den Starten? Und da müssen wir auf jeden Fall noch mal in Ruhe drüber sprechen, denn es ist von Set Point der Boom Coaster. Den Boom Coaster haben wir schon mal hier auf dem Kanal erklärt, aber jetzt bin ich auch einen gefahren und kann euch dazu noch mehr sagen, weil ich ja jetzt gefahren bin. Es ist eine Achterbahn, die quasi die Schiene verlässt. Rein optisch. Und das funktioniert leider nicht so gut, wie man sich das irgendwie vorgestellt hat und wie das auf dem einen oder anderen Bild auch mal aussah. Die Fahreigenschaften sind halt wirklich nicht so gut, sind aber an den Stellen, wo es thematisierungsmäßig sehr gut passen würde, dann nicht so gut. Also das macht schon wieder Sinn. Schwierig zu erklären, da müssen wir wirklich mal ganz in Ruhe in einem einzelnen Review drauf eingehen. Aber so Highlight-Element zum Beispiel ist in einem Dark Ride Part, wo man relativ schnell fährt. Man kennt es vielleicht noch aus, wenn ihr das Spiel noch kennt, Donkey Kong, dass wenn man in diesem Minenzug sitzt, dass der auch so von der Schiene seitlich rüberspringt. Es geht hier lang, da muss man rüberspringen und dann wieder zurück. Und das ist da gebaut worden und gemacht worden und man macht das quasi auch und das fühlt sich so an und das sieht so aus. Das finde ich crazy. Ansonsten auch crazy überhaupt die ganze Idee und dieser ganze Bereich. Aber irgendwie im Vergleich zu den Top 10, die jetzt gleich kommen, hat es dafür nicht ganz gereicht und es ist nur Platz 11 geworden. Aber vielleicht sieht man auch da jetzt wieder ran, was für Bereichen wir uns dann jetzt bewegen, für mich. Wrath of Rakshasa oder so ähnlich. Ein schrecklicher Achterbahnname in Six Flags Great America. X-Flight recruits, welcome. Da waren wir 2-3 Tage nach dem Opening schon und das Ganze ist in Illinois, in der Nähe von Chicago in den USA und in diesem Six Flags Park hat ein neuer B&M Dive Coaster eröffnet. 54,9 Meter hoch, 987,2 Meter lang, 107,8 km/h Spitzengeschwindigkeit. Es geht mit 96 Grad Neigung nach unten beim First Drop. Es gibt einen Immelmann, einen Dive Loop, einen Zero-G-Roll und eine Corkscrew und nicht zu vergessen natürlich auch noch eine Barrel Roll. Riesending, absurd, dadurch in Lost Count, weil die noch am Buddeln waren, weil die irgendwie den kompletten Eingangsbereich von einer anderen Achterbahn platt gemacht haben, um diese Achterbahn dorthin zu stellen. Fuhr sich aber echt cool und hat Spaß gemacht und das, obwohl wir echt extrem lang dafür warten mussten, habt ihr in dem Vlog hoffentlich gesehen, weil wir da verschiedenste Probleme hatten, die ihr im Vlog gesehen habt. Wenn nicht, wird das nachgeholt. Hier nachsitzen, ihr habt jetzt frei. Guckt in die ganzen Vlogs. Ja, aber irgendwie hat das Ding schon gebockt. Ich weiß auch nicht warum. Hat uns abgeholt, war cool. Vor allem haben wir das auch noch ein bisschen geschoben und hatten da keinen Stress, das zu fahren und das ist, glaube ich, deswegen ist es ein verdienter Platz 10. Es ist einfach eine coole Achterbahn geworden. Dass da keine Thematisierung ist, da braucht man gar nicht drüber reden. Ne? Das ist Six Flags. Eine Bahn, die eigentlich nur von Thematisierung lebt und aus Australien kommt, ist Jungle Rush. Jungle Rush in Dreamworld, Queensland, Australien, hat am 16. Dezember 2024 eröffnet und ist deswegen auch mit in diesem Video drin. Vekoma Switchback Coaster. Und dort gibt es halt, es gibt neben dem normalen Switch noch den Inclined Switch Track. Also eine Weiche.
Das ist so die Besonderheit erstmal vorneweg. Und wir hatten wohl, weil es noch Januar war und ja kein Monat nach Eröffnung dieser Bahn, das Pech, dass wohl noch nicht alles an Thematisierung fertig war im Inneren. Von außen sah die Bahn schon sehr gut aus und hat uns sehr gut gefallen. Von innen war es wirklich mau und nicht wirklich vorzeigbar. Andererseits so die erste krass thematisierte Attraktion in dem Park, und das ist jetzt da auch so in dem ganzen Land oder Kontinent ankommt, dass das halt auch wichtig ist. Aber bei dem On-Ride von uns, was online ist, haben wir halt viele Kommentare von Australiern gelesen, jetzt übers Jahr hinweg, die gesagt haben, ey, da ist viel, viel mehr passiert inzwischen. Das also außen vor ein bisschen, obwohl es von außen ja schon sehr gut aussah. Und dann sitzt du halt in so einem Family Coaster Zug, der sehr gut gestaltet ist, und fährst entweder vorwärts oder rückwärts aus der Station raus. Und da gibt es schon die erste Weiche. Und beim ersten Rausfahren geht es dann rechts rum quasi in die Halle rein und nach oben. Und man bleibt stehen in so einem Showpart, und dann gibt es den nächsten Switch-Track, und diese schräg stehende Weiche dreht sich, bringt euch dann auf eine Seite, und dann fahrt ihr, wenn ihr vorwärts gestartet seid, rückwärts aus der Halle raus und fahrt dann rückwärts einen Achterbahnpart, Indoor wie Outdoor. Kommt dann wieder an der Station vorbei, aber nicht durch die Station, sondern vorne an der Station vorbei, wo ja auch schon eine Weiche war, die sich inzwischen umgestellt hat. Und ihr fahrt dann rückwärts wieder in die Halle rein, wieder in diesen Lift nach oben, in den kleinen Switch, und dann dreht sich die Weiche in eine andere Richtung und ihr fahrt in eine andere Richtung vorwärts weiter. Und dann gibt es das Ganze andersrum, wenn ihr mit dem Zug startet, der rückwärts aus der Station startet. Es gibt wohl auch noch einen Einzugbetrieb-Modus, und da fährt man 3 Runden. Das ist fast schon noch cooler. Im Zweigzugbetrieb funktioniert das Ganze nicht, aber andererseits ist man auch sehr lang unterwegs. Aber cooles Feature, dass 2 Züge auf der Strecke sind, die unterschiedlich draufgesetzt wurden und dadurch unterschiedliche Strecken fahren und das Ganze dadurch irgendwie spannender und individueller ist. Und die Idee ist auf jeden Fall geil und es ist auch cool umgesetzt. Jungle Rush in Dreamworld, coole Bahn, wieder was ganz Neues, Besonderes, fährt sich grandios, sieht cool aus und hat halt so eine geile Finesse mit drin, das gefällt mir. Die nächste Bahn auch richtig cool, Flash Vertical Velocity in Six Flags Great Adventure in Jackson, New Jersey, USA. Vekoma Super Boomerang. Ihr kennt den Family Boomerang, den haben wir heute in diesem Video schon öfter kennengelernt. Es gibt diese normalen Boomerangs, die ihr aus dem Freistaat Geiselwind kennt, aus dem Walibi Belgien, Holland oder aus dem Vida Prata. Und es gibt inzwischen den Super Boomerang. Da hat einer in China eröffnet und dieses Jahr ein weiterer in den USA. Das Ding ist 436 Meter lang, erreicht 95 km/h Spitzengeschwindigkeit und hat 2 Inversionen. Und das Ganze ist LSM gelauncht, ein Multi-Launch Coaster. Es geht aber auch im Pendel Lounge hin und her. Und cooles Layout auf einem sehr kleinen Footprint. Für mich persönlich ist Six Flags Great Adventure der falsche Freizeitpark für diese Art von Achterbahn. Das sehe ich in mittleren Freizeitparks. Da macht sich das, glaube ich, richtig gut. Du brauchst nicht viel Platz, hast aber eine große, imposante Achterbahn, die unfassbar gut fährt. Die Qualität von Vekoma ist halt wirklich krass. Du hast ein Lichtpaket, wenn du möchtest. Du hast in dem Fall von Flash auch ein Soundpaket mit fetten Bass drin und eine coole Bahn, die super smooth fährt mit einem verrückten Layout und was ganz anderes, Besonderes ist. Ja, das ist eine sehr gute Bahn. Sehr, sehr, sehr gute Bahn. Und war die erste Achterbahn unserer Tour, die wir gefahren sind, bei der NYC Grill Tour 2025, die vorgestern zu Ende gegangen ist. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, könnt ihr die ganzen Tour-Vlogs jetzt auf jeden Fall nachholen. Vor allem haben wir ganz viel Meinung mit drin von anderen Leuten, nicht nur von uns, und zu den Bahnen, die wir schon gefahren sind oder auch nicht. Und ja, super spannende Einblicke und ein richtiger, waschechter Roadtrip als Video. Auch bei Platz 7 und 6 war es wieder schwierig und wir haben wieder einen Dueling Coaster und deswegen auch wieder beide Bahnen zusammen, weil da die Differenzen gar nicht so groß sind. Stardust Racers in Universal Epic Universe. Mack Rides LSM Launch Coaster. Auch hier Multi-Launch Coaster mit mehreren Abschüssen.
Ich weiß gar nicht, wo ich hier mit den Besonderheiten anfangen soll. Ob das Ding nachts geiler ist oder tagsüber geiler ist. Ich weiß es nicht. Wir sind in Orlando, Florida, USA und Stardust Racers ist ein riesiger Dueling Coaster. Mit rund 100 km/h und 40 Metern Höhe, schon beeindruckend. Und auch hier gibt es ja zwei Seiten. Die gelbe Seite ist Photon und die grüne Seite ist Pulsar. Die grüne Seite hat uns auf jeden Fall mehr abgeholt. Laut Park ist die auch more intense. Also die Differenzen sind jetzt nicht so groß, aber bei Photon hast du halt einen Barrel Roll Down Drop, was schon cool ist, und bei Pulsar hast du eine Zero G Roll, was auch sehr cool ist, und diese Bahnen duellieren sich. Das ist cool, das macht Spaß, und wir hatten unsere erste Fahrt, wir waren mit einer größeren Gruppe da und wir hatten uns exakt 50-50 aufgeteilt. Wir waren 24 Leute, 4 Leute haben gesagt, jo, machen wir lieber nicht, 20 haben gesagt, machen wir, und dann war so, ja okay, dann sucht euch eine Seite aus, wo ihr anfangen wollt, ihr könnt beide Seiten fahren und dann switchen wir, und ohne Absprache haben wir exakt 10 gemacht, sind gleichzeitig gefahren, 10 in dem Zug, 10 in den Zug, und das bei so einem Dueling Coaster, wenn man sich dann anguckt und die Leute so gut kennt, Wahnsinns-Experience. Das ist wirklich so krass vom Fahrgefühl und vom Spaßfaktor und vom allen, das kann man sich kaum vorstellen. Auch sonstige Fahrten, Nachtfahrten, Mehrfahrten, sind das Ding echt sehr oft gefahren. Sehr intensive Bahn, ja, aber fährt sich echt gut, macht richtig Spaß und ist wirklich grandios und gelungen. Also Stardust Racers in Epic Universe von Mark Rides ist schon wirklich eine Wucht und eine Ansage. Tolle Bahn und ja. Platz 7 und 6. Langsam wird spannend, die Top 5. Oh mein Gott, selber voll den Druck irgendwann. Hiccups Wing Gliders, ebenfalls Universal, Epic Universe in Orlando, Florida, USA. Intermin LSM Coaster. Das Ding hat mich komplett überrascht. Ich habe eine Familienachterbahn erwartet. Und es ist auch eine Familienachterbahn. Aber so intens und so viel Achterbahn habe ich nicht kommen sehen. Doppelladestation. Es gibt erstmal einen entspannten Part, den man losfährt. Dann bleibt man stehen und hat eine Show-Section mit Animatronics. Und dann wird man den Berg hochgelauncht und dann geht es ja durch den Bereich mit S-Kurven, übers Wasser, unter der Brücke durch, in nochmal einen kleinen Achterbahn-Part. Und man kommt zur zweiten Show-Sektion, wo man stehen bleibt, nochmal vorfährt, zurückfährt, Sound hat, Figuren hat, Nebel, Licht hat. Und dann wird man nochmal abgeschossen. Und es geht nochmal so richtig vorwärts. Das Ding ist schnell, intensiv, cooles Layout, Onboard-Sound. Familientauglich trotzdem und trotzdem intensiv und wow, was für eine gute Bahn. Die hat kein Mensch auf dem Schirm. Du erwartest nichts und dann ist es so BAM! Grandios. Hiccups Wing Gliders in Epic Universe. Richtig, richtig stark, also Respekt. Und jetzt wurde es so richtig schwierig für mich. Diese 4 Plätze irgendwie zu ranken, das war irgendwann auch nur noch, ich mache das jetzt einfach so und dann ist das jetzt so. Auch vor allem da kann man gerne diskutieren, ob man vielleicht das eine oder andere höher rankt oder tiefer rankt oder ob das, was ich sage, Quatsch ist. Also es ist sowieso, aber wie quatschig. Auf Platz 4 für mich Megalodon im Walibi, Belgien. In Wavre, in der Wallonie in Belgien gibt es einen sehr, sehr schönen Freizeitpark, den wir jetzt sogar noch mal im Winter besucht haben. Auch lohnenswert, sich das anzugucken, entweder als Video oder bei uns. Und Gerstlauer Amusement Rides haben den Airtime Coaster neu im Portfolio. Den haben wir schon auf der Messe mal vorgestellt und Videos gezeigt. 15 Meter hoch, 925 Meter lang, 65 km/h Spitzengeschwindigkeit. 3 LSM-Launch-Abschnitte. Mega Gestaltung. Cooles Fahrerlebnis, weil du wirklich viel Airtime auch hast. Du hast eine sehr coole Sitzposition, sehr frei, hoch. Du bist auch nicht nebeneinander zu eng. Hast einen Lapbar und sitzt da einfach super in dem Zug. Und hast dann so eine schön entspannte, schmale Zweigurtschiene, die dann da übers Wasser paced. Hast eine coole Station, ein cooles Drumherum. Die ganze Dog World ist richtig, richtig gut geworden.
Also Gestaltung ist wirklich 1A. Story ist auch cool, passt komplett zu Walibi und das ist eine grandiose Achterbahn. Megalodon, Family Launch Coaster, der aber trotzdem was kann, Bock macht. Boah, weiß ich nicht, grandios. Also auch da gab es ja auch ein Vor-Ort-Review und so. Das ist sehr, sehr, sehr gut geworden. Also der Airtime Coaster von Gerstlauer, den sollte man sich auf jeden Fall merken. Dann dieses Jahr für mich auf Platz 3 Braus und Saus im Potspark Minden in Deutschland. Art Engineering Family Shuttle Lounge. 19 Meter hoch, 220 Meter lang, 50 km/h Spitzengeschwindigkeit. Ein Boomerang-Coaster, ein Family Boomerang von Art Engineering. Das im Steinzeitbereich vom Potspark mit einer Steinzeit-Waschstraße. Ist das cool? Man sitzt in so einem Steinzeit-Flintstone-Auto, was einfach, wie gut dieser Zug gestaltet ist. Wirklich, der ist so geil, hat so viele Details. Der hat ja sogar ein steinernes Lenkrad und Pedalerie. Es gibt dann vorne ein kleines Mammut als Kühlerfigur. Es gibt hinten ein richtig cooles, ja, Flintstone-Auto-mäßiges Dach mit wirklich Leder dran und so Plan. Das ist geil. Dann hat einfach meiner Meinung nach Art Engineering den geilsten Labbar der Industrie weltweit für Achterbahnzüge. Und der ist damit drin. Und dann gibt es einen coolen Soundtrack. Es gibt eine coole Gestaltung, es gibt coole Effekte. Es kommt sogar noch ein bisschen mehr als das, was man bei uns im Video gesehen hat. Aber du fährst auch vor in einen Dark Ride Part. Und das ist die Waschstraße an sich. Und dann gibt es nicht nur Bürsten, sondern wirst auch noch vom Rüssel von einem Mammut wird das Fahrzeug ja abgespritzt. Und man wird am Ende von Mammuts trocken gepupst. Und dann gibt es diese aufregende Achterbahnfahrt, auch nochmal mit Effekten und an ein paar Elementen vorbei, die echt Spaß macht. Das fährt sich super gut. Der zweite Launch, das ist auch wieder ein Multi-Launch-Coaster. Der zweite Launch ist dann auch noch so geneigt, dass man, wenn man zuschaut, viel besser ins Fahrzeug gucken kann und seine Family, Angehörigen, Freunde, was auch immer, beobachten kann bei der Fahrt und besser sehen kann. Und überall, also Wahnsinn. Braus und Saus im Potspark, tolles Produkt, super Achterbahn, super Thema, super Gestaltung, super geile Idee einfach. Und ja, ein verdienter 3. Platz der besten Achterbahnen 2025. Und das war, wie gesagt, unglaublich schwer, sich da irgendwie festzulegen. Auf Platz 2, das hat mich komplett überrascht auch, Siren's Curse in Cedar Point, Sandusky, Ohio, USA, Vekoma Tilt Coaster. Thema, was ja schon ewig lang ist, der Tilt Coaster. Wir sind damals in Taiwan ja den ersten und jahrelang einzigen Tilt Coaster gefahren. Das fand ich schon krass. Dann haben wir bei Vekoma im Werk euch einen Tilt Coaster schon gezeigt, der eigentlich nach Polen gehen sollte, das aber nie geschafft hat. Und dann ist so ein Tilt Coaster nach Mexiko gegangen. Den hat man dann nie aufgebaut und dann ist er nach Ohio gegangen und hat jetzt als Siren's Curse in Cedar Point eröffnet. Wenn man da steht, ist das eine riesige Achterbahn, die 48,8 Meter hoch ist. Der Tilt ist ja viel, viel höher nochmal. 904 Meter lang, 94 km/h schnell, 2 Inversionen mit 2 Corkscrews. Und diese Bahn steht da und du denkst, was ist das denn für eine neue Kinderachterbahn? Was ist das denn für ein kleiner Mini-Coaster? Das ist schon schwierig, aber das Teil ist der Wahnsinn. Wir haben echt lange, sehr lange, in sehr großer Hitze dafür angestanden und sind gefahren. Und Cedar Point ist so ein bisschen Krawall, Rumpel, Betonplatte, Gestaltung und Thematisierung gibt es jetzt eigentlich nicht. Gibt ja auch nur so bei Siren's Curse so den einen oder anderen Ansatz. Aber du sitzt dann in diesem Zug und hast Onboard-Sound-System, was wir auch schon mal bei Vekoma im Werk gezeigt haben. Mit krassen Subwoofer und den Speakern oben. Und es gibt dann ja diese Szenerie, weil du in so einem Hafen bist, vom Lake Erie quasi, in so einem Verladegüterhafen, dieses Knarzen und das Heulen des Windes und das schottet dich so ab, das ist so immersiv, nur durch den Ton und dann kommt der Gesang der Sirenen
Das ist so krass, du bist nicht mehr in diesem Rumpelpark, du bist in dieser Szenerie und die Sonne ballert und trotzdem hast du dieses blau-grüne, kalte Hafending, bist da voll abgeholt, dann kommt der Tilt, was ein unglaublich geiler Effekt ist. Könnt ihr haten, wie ihr wollt, das ist einfach ein grandioser Effekt beim Fahren, beim Zuschauen, egal. Also jeder, der was anderes sagt, ist entweder noch nicht gefahren oder einfach nur ein Hater. Und dann geht einfach die Fahrt los, die super unspektakulär aussieht von außen. Das Layout sieht aus so, boah, weiß ich nicht, brauche ich nicht. Fährt sich super krass, fühlt sich super gut an, ist unfassbar smooth. Plus diesen Soundtrack, der richtig nach vorne geht und wirklich Beatdown-mäßig fast schon dich durch diese Strecke ballert und da auch so gut zu passt. Also Siren's Curse hat mich so hart überrascht, dass diese Bahn für mich die zweitbeste Bahn 2025 ist. Und wer die Videos intensiv verfolgt, weiß, was damit dann die beste Achterbahn 2025 ist. Helios in Phantasiana Straßwaldchen, Österreich. Mack Rides Big Dipper. Meter hoch, 470 Meter lang, 75 km/h Spitzengeschwindigkeit. Gar nicht beeindruckend, das schon irgendwo. 2 Corkscrews und ein Barrel Roll Down Drop, das sind die Inversionen. Das ist eine relativ kleine Großachterbahn und eine relativ intensive Achterbahn, die trotzdem für die ganze Familie geeignet ist, aber schon ein bisschen fordernd ist. Und einfach in einem Setting eingebunden ist und eingebaut ist, das ist unglaublich. Eine immersive Gestaltung, eine coole Achterbahn mit einem wirklich genialen Layout. Da hat sich jemand krass Gedanken gemacht, wie kriege ich diese maximale Streckenlänge, die wir budgetmäßig nur haben, weil wir einen relativ kleinen Freizeitpark haben mit einer relativ großen Achterbahn. Was kriege ich da wie am besten rein? Und das hat sehr gut geklappt. Also das haben wir auch schon öfter mal besprochen, dass das sehr gut geklappt hat. Richtig Bock macht, richtig gut aussieht. Soundtrack, Story, Thematisierung, die Bahn selber. Wahnsinn, einfach genial, super viel Eigenleistung, die auch in Helios wieder steckt, damit so ein krasses Projekt in so kleinen Parks umgesetzt werden können. Und das hatten wir auch letztes Jahr schon quasi als Thema mit Ziegelblitz im Jada Park. Und das ist das Gleiche. Einfach so viel, was man da reingibt, um so viel rauszuholen in diesen Maßstäben. Und da steckt einfach so viel drin in Helios. Da haben wirklich Leute sich ein Denkmal gesetzt und einfach eine grandiose, wirklich Weltklasse-Achterbahn geschaffen. Das im kleinen Österreich, im kleinen Phantasiana, mit einem kleinen Big Dipper, aber einer großen Achterbahn von Mack Rides irgendwie. Keine Ahnung. Grandios. Also meiner Meinung nach, Helios ist wirklich gelungen. Und die beste Achterbahn 2025. Ja, das waren jetzt die 25 besten Achterbahnen 2025 von Ride Review. Eure Meinung, euer Ranking gerne in die Kommentare. Das würde mich wirklich interessieren. Vielleicht gibt es Impulse und Ideen und Inspirationen für einen selbst auch und vielleicht andere Blickwinkel. Und ansonsten, wenn ihr wissen wollt, was eigentlich alles dieses Jahr wieder Verrücktes passiert ist, gab es gestern den Jahresrückblick. Checkt das mal aus. Das ist super witzig geworden und das ist echt alles ein Jahr. Das ist auch ein bisschen erschreckend. Nichtsdestotrotz sehen wir uns morgen um 18 Uhr zum neuen Video wieder hier auf dem YouTube-Kanal, so wie jeden Tag. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und euch noch schöne Feiertage oder einen schönen Resttag, wann auch immer dieses Video seht. Ich bin raus, ihr seid die Coolsten. Euer Bro fürs Ride Review Video Magazin.